Liebe Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus. Ich hoffe, dir geht's gut, deiner Familie auch. Und ich habe direkt zum Start 2 Punkte, 2 Fragen an dich, die du direkt jetzt ganz schnell spontan beantworten kannst. Frage Nummer 1. Was fällt dir ein zum Thema Zensur? Zweiter Punkt. Was würdest du dazu sagen, wenn ich in Zukunft gewisse Interviews auch hier machen würde? Das bedeutet zum Beispiel mit irgendwelchen Gesundheitsexperten, mit irgendwelchen anderen Auswanderern zum Beispiel oder auch einfach mit Menschen, die auf der anderen Seite vielleicht sogar in Deutschland auch leben und ihre Meinung hier breitschlagen wollen. Sag mir dazu gerne mal Bescheid, was du davon hältst. Weil ich es in den Kommentaren immer wieder miterlebe, dass es Menschen gibt, die immer wieder sagen, wie kann es sein, dass man nur 6 Monate Ikamet bekommt in der Türkei, obwohl man eventuell Eigentümer ist oder Rentner ist oder. Also, ich erstens mache die Gesetze nicht. Und hier in der Türkei ist das Ganze relativ schnelllebig. Das ist auch ein Grund, warum schon tausende Menschen vermutlich die letzten Jahre die Türkei, die Ausländer, wieder verlassen haben. Und selbst bei uns im Umkreis, hier alleine in Alanya und Umgebung, haben wir sehr viele Menschen kennengelernt, die das Land bereits verlassen haben. Und nicht erst seitdem die Gesetzesänderung gab, sondern eben, das waren teilweise auch Deutsch-Türken, die mit dem Aufenthalt überhaupt gar keine Probleme hatten. Ja, da gibt es dann natürlich verschiedenste Gründe. Ja. Aber es gibt halt einfach Menschen, die haben keine Lust auf lange Sicht, immer wieder natürlich so einen Aufenthalt zu machen, beziehungsweise natürlich auch jetzt in dem Fall sogar alle 6 Monate das Ganze zu tun. Und ich will dir nur mal ganz kurz unsere Situation schildern, wie es halt bei vielen anderen auch einfach so ist. Ja? Denn es ist folgendermaßen, und das ist nur unsere Erfahrung jetzt, und auch das ist aber nicht 100%, dass es bei dir so sein soll oder sein muss, ja? Weil es gibt einfach alles. Ich habe in den Kommentaren alles schon gelesen, ja? Und dementsprechend kann es natürlich auch einfach nur am Mitarbeiter liegen, dass der vielleicht meine Nase nicht gefällt und deswegen bekomme ich nur 6 Monate, obwohl ich Eigentümer einer Wohnung bin, die ich zwar jetzt nicht selber belebe, aber was soll's, trotzdem bin ich ja Eigentümer. Und andere, die mieten hier irgendwas und bekommen gleich 1 Jahr oder 2 Jahre. Ja? Ich kann dir nur in unserem Bekanntenkreis Folgendes sagen. Wenn du Eigentümer bist und im Sperrbezirk in Afsala, Kargıcak, Kestel oder sonst wo irgendwo gekauft hast, in irgendeinem Sperrbezirk in der Türkei, es soll wohl weit über Hunderte geben, dann bekommst du einfach kein Ikamet, wenn du diese Wohnung nach Juni 2022 gekauft hast. Da hast du keine Chance. Bei mir direkt in der Verwandtschaft ist es so. Es wurde im September 22 gekauft, es war ein Sperrbezirk, die wurden falsch beraten und schwuppdiwupp ist die Wohnung nur für den Tourismus, nur für den 6-monatigen Aufenthalt 2 mal 3 Monate im Jahr fällig. Ja, nur das kannst du nutzen, nicht am Stück. Es gibt aber auch Menschen, die sind Rentner, haben Eigentum und haben im Sperrbezirk gekauft und bekommen auch kein Ikamet. Ja, Sperrbezirk ist absolutes No-Go. Wenn du vor 22 gekauft hast, ist es wieder anders. Ich habe auch Rentner kennengelernt, die mieten sich irgendwo was, bekommen aber nur 6 Monate, wenn es auch nicht in einem Sperrbezirk ist. Ja, also es ist immer individuell zu betrachten. Das Krasse ist doch, und das ist doch wirklich mal verrückt, selbst Familien werden, mehr oder weniger könnte man sagen, auseinandergerissen. Es gibt ja auch Länder, dort gehst du hin, dort investierst du auch 200.000 US-Dollar oder auch mehr, bekommst mindestens aber diese 2 Jahre, eventuell sogar auch 5 oder 10 Jahre Visum. Aber das Krasse ist, dass du mit dieser Summe einfach deine gesamte Familie sponsoren kannst. Und das ist heftig. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel in Dubai bin und ich kaufe mir für 200.000 US-Dollar irgendeine Wohnung, ganz egal in welcher Ecke das ist und selbst wenn es in einer üblen Ecke ist, ja, würde man natürlich nicht machen, aber es wäre theoretisch möglich. Und selbst wenn es off-plan ist, das bedeutet, selbst wenn die Wohnung noch nicht mal steht, Beispiel, so wie das Ding jetzt hier, ja, das ist direkt bei mir auf der Ecke, zack, selbst wenn ich das in Dubai kaufe, der Wert insgesamt 200.000 US-Dollar ist, aber ich jetzt nur eine Anzahlung von 30.000, 40.000 Dollar mache und dann monatlich über 4, 5, 6 Jahre das Ganze im Off-Plan quasi mache und in der Rate bezahle, bekomme ich Aufenthalt. Und nicht nur ich,
der das dann gekauft hat, sondern meine Frau, meine Kinder sowieso und aber auch meine weitere Familie, meine Mama, mein Papa zum Beispiel, meine Schwiegereltern sogar auch, ja, zumindest ab 500.000 US-Dollar, wenn du investierst. Aber dass du deinen Bruder noch mit reinnehmen kannst und dass du deine Schwester noch mit reinnehmen kannst, ab 200.000, das ist schon heftig. Und in der Türkei ist es aber so, und das muss man leider sagen, das ist einfach ausländerunfreundlich, dass es so ist, dass Frauen und Männer, die verheiratet sind, aber nur der eine Lebenspartner im Tabu steht, weil es kann ja auch sein, dass erst später geheiratet worden ist und vielleicht deswegen nicht beide im Tabu stehen konnten oder sonst irgendwas, dann bekommt nur derjenige, der im Tabu steht, 2 Jahre, wenn es gut läuft, 2 Jahre, und der Ehepartner oder Ehepartnerin nur 1 Jahr, beziehungsweise so wie ich jetzt zum Beispiel auch 6 Monate. Aber das Krasse ist, dass die Kinder, die gemeinsamen Kinder, so wie ich es bei anderen auch gehört habe, wie krass das ist, dass die 2 Jahre bekommen haben, die Eltern, weil beide im Tabu stehen, und die Kinder nur 1 Jahr. Das heißt, theoretisch gesehen würden ja die Kinder das Land dann verlassen müssen. Warum bitteschön macht in dem Fall die Türkei das? Da gibst du mir doch sicherlich recht, dass das irgendwie stark zu hinterfragen ist. Ja? Und es gibt wirklich viele Menschen, die aktuell diese Problematik haben. Und hier in Alanya, ich kann nur von Alanya das erzählen. Und deswegen gehen viele Menschen auch, weil sie das auf lange Sicht nicht dulden wollen oder auch nicht planen wollen, weil es einfach auch nicht so planbar ist. Und deswegen muss man auch gucken, wie man das Ganze auch einfach mal umsetzt. Du kannst mir gerne deine Erfahrung dazu reinschreiben. Und bin sehr gespannt, was du auch dazu sagst. Dann möchte ich noch mal ganz kurz auf das Thema Zensur drauf eingehen, weil am Anfang des Videos habe ich dich gefragt, was dir dazu einfällt. Und mir fällt dazu Folgendes ein, dass jetzt unter anderem auch Telegram eingeknickt ist und auch hier die privaten Chats quasi moderiert werden können. Das bedeutet so viel wie, es wird mehr Augen drauf geworfen, was natürlich auch seine Vorteile haben kann. Hat alles sicherlich seine Vor- und Nachteile. Du kannst gerne mal reinschreiben, was du dazu sagst, zu den Telegram-Zensurgeschichten. Was ich krass fand, damals 2020, als es angefangen hat, schlimmste Gesundheitskrise ever. Ja, was war? Wirklich heftig Zensur. Reichweite wurde runtergedrosselt. Kanäle wurden gelöscht. Es gab Hausdurchsuchungen von Menschen, die ich kannte, in Hamburg auch unter anderem, mit super kleinen Kanälen, mit 1000, 2000 Followern. Und plötzlich 6 Uhr morgens stand dann die Polizei vor der Haustür. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Und alleine das war damals schon ein Grund, das ganze System zu hinterfragen. Und viele Menschen haben sich auch daraufhin auf den Weg gemacht. Und genau, viele von denen sind aber auch schon wieder zurückgekommen nach Deutschland. Was ich aber wirklich auch verstehen kann. Es gibt einfach Gründe. Deutschland ist schon wirklich ein ganz, ganz tolles Land. Natürlich gibt es Punkte, die einem nicht zusagen. Kannst du auch gerne mal reinschreiben, was dir nicht zusagt in Deutschland. Aber im Großen und Ganzen, abgesehen von Steuern, abgesehen von dem Wetter, ist Deutschland eigentlich schon ein cooles Fleckchen Erde. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst, und ich bin sehr gespannt, was deine Vorschläge sind in Bezug auf Interviews. Wenn du irgendwelche Interviewpartner hast, wo du gerne zuhörst, mit wem ich das gerne mal machen sollte oder Kontakt aufnehmen sollte, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du sagst, und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Und wenn du auf der Suche nach hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln bist, kannst du dich direkt bei uns bei iTransform umschauen. Wir haben hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Bio-Qualität, Premium-Qualität, und demnächst wird unser Essentials 2.0 gelauncht. Mega krasses Produkt. Wenn du dich schlapp fühlst, wenn du dich müde fühlst, energielos oder auch depressiv, solltest du dir dieses Produkt mal genauer anschauen. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass es mich wissen, wenn du Fragen hast, und wünsche dir einen wunderschönen Abend. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.